Herr Minister, verehrte Anwesende, als Titel meines Vortrages habe ich angegeben von Kopernikus bis Einstein. Er weist auf einen Zeitabschnitt hin vom Jahre 1543, in welchem das große Werk von Kopernikus, De Revolutionibus, erschien, bis in unser Jahrhundert. Ich habe den Namen von Kopernikus in den Titel gebracht, weil er jeden sogleich auf den Problemkreis hinweist, um den es sich handeln soll, und den Namen von Einstein, bei dessen größte Leistung die Relativitätstheorie mir als eine Art Abschluss erscheint. Zweck dieses Vortrags soll sein, die allgemeine Relativitätstheorie, welche im Bewusstsein der Zeitgenossen vielfach als Randgebiet der Physik erscheint, in ihrer zentralen Stellung zu einem der Grundprobleme der Naturforschung überhaupt herauszustellen. Den Beginn des genannten Zeitabschnittes hätte ich eigentlich weiter zurückverlegen können, bis ins griechische Altertum. Denn der erste, von dem wir wissen, dass er für die Deutung der Erscheinungen am Sternenhimmel einen heliozentrischen Standpunkt gewählt hat, ist nicht Kopernikus, sondern Aristarch von Samos, ein griechischer Philosoph aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Aber einen nachhaltigen Einfluss auf die Wissenschaft hat Aristarch nicht ausgeübt. Im Altertum siegte vollständig der geozentrische Standpunkt, den Claudius Ptolemäus im 2. Jahrhundert nach Christus zu einem umfassenden System der Planetenbewegung ausarbeitete. Alle die komplizierten Bewegungen, welche man bei den Planeten am Himmelszelt beobachtet, führte Ptolemäus mit viel Scharfsinn auf Durchlaufung bestimmter, ihm nicht unplausibler erscheinender Bahnen im Raume zurück. Das gesamte Mittelalter war derselben Ansicht, zumal die Vorstellung der ruhenden Erde auch in der Bibel eine Stütze zu finden schien. Aristarch war vollständig vergessen. So musste Kopernikus den heliozentrischen Standpunkt neu erfinden, welcher bekanntlich die Sonne in den Mittelpunkt aller Planetenbahnen setzt und diesen ungefähr Kreisform zuschreibt. Außerdem hält jeder Planet, zu dem nun auch die Erde zählt, eine Drehung um seine Achse. Ich möchte nun keineswegs die oft dargestellte Geschichte des Kampfes zwischen dem ptolemäischen und dem kopernikanischen System wiederholen, sondern lieber den erkenntnistheoretischen Untergrund hervorheben, um den es dabei ging. Obwohl er den streitenden Parteien seinerzeit keineswegs klar bewusst war. Die Erkenntnistheoretiker unter den Philosophen haben von jeher viel über das Wesen unserer dreidimensionalen Raumanschauung, ebenso über unsere Zeitanschauung nachgedacht. Mir scheint aus der Flut der Literatur darüber die kantische Theorie als feststehendes Ergebnis hervorzuragen, demzufolge beide Anschauungen eingeprägte Formen des menschlichen Geistes sind, über welche menschliche Erkenntnis nie hinwegkommen kann. Keine Naturwissenschaft kann daran etwas ändern. Die Physik ist gebunden, ihre Gegenstände in Raum und Zeit unterzubringen, während die Psychologie mit der Zeitanschauung allein auskommt. Soweit muss ich mich Kant völlig anschließen. Dann aber taucht sofort, da es sich in der Physik doch um quantitative Angaben über die Außenwelt handelt, die Frage nach der Raum- und Zeitmessung auf. Kant nahm beide als ebenfalls a priori fest vorgegeben an, und hier können wir ihm heute wohl nicht mehr folgen. Denn diese beiden Anschauungen sind kontinuierlich, und in einem Kontinuum gibt es kein ihm eingeprägtes Maßsystem. Das sieht man am einfachsten an dem eindimensionalen Beispiel. Eine Kette hat ihr eigenes Maßsystem, man kann ja ihre Glieder nummerieren. Aber ein überall gleichförmiger, also kontinuierlicher Faden erhält keine solche Metrik. Will man an ihm messen, so muss man nach alter Schneiderart einen Maßstab daneben legen und dessen Teilung auf den Faden übertragen. Aus diesem Grunde also gibt es kein a priori Zeitmaß. Beim Raum liegt es trotz der Dreizahl seiner Dimensionen ähnlich. Auch die Raumanschauung liefert keine Teilstriche oder etwas Ähnliches, auf die sich Maßangaben begründen ließen, weil sie eben kontinuierlich ist. In beiden Fällen muss die Erfahrungswissenschaft, also die Physik, für Messmöglichkeiten sorgen. Und dieses ist das Problem, mit dem sich unser Vortrag beschäftigen soll. Den Inbegriff aller räumlichen Messergebnisse bildet die Geometrie. Die älteste im Altertum von Euklid geschaffene und zu einem wundervoll logisch geschlossenen System ausgearbeitete Geometrie, deren sich die Menschheit bis zum heutigen Tage fast ausschließlich bedient, beruht auf einer kleinen Zahl von Axiomen, die man durch die Jahrtausende als selbstverständlich und keiner tieferen Begründung bedürftig ansah. Da ist zum Beispiel das Axiom,
dass es zu jeder Geraden durch jeden Punkt eine und nur eine Parallele gibt. Ein besonders wichtiger Satz in ihr ist der pythagoreische Lehrsatz, dass in einem rechtwinkligen Dreieck das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate der beiden Katheten ist. Auch er charakterisiert für sich allein die euklidische Geometrie. Diese Geometrie betrieb man anfangs anschaulich oder, wie der Fachausdruck lautet, synthetisch. Wir können auch sagen mit Zirkel und Lineal. Es war ein großer Fortschritt, als Descartes, der große französische Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, die analytische Geometrie schuf. Diese deckt sich im Inhalt nach völlig mit dem, was Euklid lehrte. Aber ihre Methode ist eine andere, eine rechnerische. Descartes konstruiert dazu ein Achsenkreuz, bestehend aus 3 zueinander senkrechten Geraden und gibt in den 3 Koordinaten eines beliebigen Punktes die Strecken an, um die man sich in diesen 3 Richtungen vom Nullpunkt des Achsenkreuzes aus bewegen muss, um zu dem fraglichen Punkt zu gelangen. Diese Strecken sind die Koordinaten des Punktes. Will man seinen Abstand vom Nullpunkt berechnen, so muss man die Summe der Quadrate dieser Koordinaten bilden und erhält das Quadrat des Abstandes. Dies ist der pythagoreische Lehrsatz für 3 Dimensionen. Will man den Abstand zweier anderer Punkte haben, so muss man mit den Differenzen ihrer Koordinaten entsprechend verfahren. Dadurch ist die ganze euklidische Geometrie festgelegt. Schon unter Beibehaltung der euklidischen Geometrie entsteht für die Physik die Frage, wie das Achsenkreuz, wir können auch sagen, das Bezugssystem zu wählen ist. Und das war in mathematischer Fassung der Streit zwischen Ptolemäus und Kopernikus. Man sieht nun ohne weiteres, dass dieser Streit zunächst wenig Beziehung zur Physik hat. Ja, dass er ein Streit um Worte zu sein scheint. Man kann ja jede Bewegungsangabe von einem zum anderen Bezugssystem rein mathematisch umrechnen. Es ist nur eine Sache des Gefühles, ob man das eine oder das andere Bezugssystem bevorzugt. Freilich war bei den Kopernikanern das Gefühl sehr lebhaft, dass ihre kreisförmigen Planetenbahnen, die aus 2 Kreisbewegungen kombinierten Bahnen des ptolemäischen Systems, der Einfachheit wegen vorzuziehen seien. Aber einen logischen Zwang vermögen solche Gründe nicht auszuüben. Und man sollte Osiander, jenen Nürnberger Gelehrten, der die Herausgabe des Buchs von Kopernikus besorgt hat, nicht dafür tadeln, dass er in seinem Vorwort dessen Lehre als eine Hypothese bezeichnet hat. Schon früh hat man daher angefangen, mehr physikalische Überlegungen in diesen Konflikt einzuführen. Und zwar waren es vor allem die Gegner des Kopernikus, die es taten. Die argumentierten unter anderem: Wir beobachten in jedem schnell fahrenden Wagen, an jedem sich drehenden Körper, dass alles, was nicht fest daran haftet, weggeblasen, fortgeschleudert wird. Wie also sollen Mensch und Tier und anderes auf der Erde sich halten können, wenn diese sowohl Rotation als translatorische Bewegung hat? Uns ist es leicht, dies mittels der heutigen physikalischen Kenntnisse zu entkräften. Schwerer hatte es dabei Galilei, der sich die nötige Einsicht in die Physik erst selbst erringen musste. Und endgültig fiel die physikalische Entscheidung wohl erst, als 1687 Isaac Newton aus seinem Bewegungsgesetz und dem Anziehungsgesetz zwischen den Körpern die mathematische Theorie der Planetenbewegung herleitete. Denn dabei war die wesentliche Voraussetzung das kopernikanische Bezugssystem, in dessen Mittelpunkt die Sonne steht und dessen Achsen nach dem Fixsternenhimmel ausgerichtet sind. Mit dieser Festlegung des Bezugssystems kamen Newton und seine Nachfahren völlig aus. Aber präzise ist sie nicht. Der Fixsternenhimmel ist ja nicht unveränderlich. Wir kennen sehr wohl langsame Änderungen der gegenseitigen Stellung der Fixsterne. Schwerer aber lastete die Frage auf den Physikern, mit welchem Recht betrachtet man ein solches Bezugssystem als das Richtige? Und zu ihr trat noch die entsprechende Frage: Warum ist das von Newton mit Erfolg genutzte, nach der Tageslänge bestimmte Zeitmaß das Richtige? Newton selbst hat diesen Fragen gegenüber Unbehagen gefühlt. Er redete sich dadurch heraus, es gäbe eben ein absolutes räumliches Bezugssystem und eine absolute Zeit. Aber da er kein Kennzeichen für beides anzugeben wusste, hatten diese Begriffe etwas Unbestimmtes, Gespenstisches an sich. Trotzdem kam in 2 Jahrhunderten kein Physiker, keiner der großen Philosophen, die sich mit dem Problem beschäftigten, über Newton hinaus. Immer wieder versuchten sie, das Bezugssystem irgendwie als geometrische Konstruktion an materiellen Gegebenheiten aufzuhängen, sei es an den Sternen,
sei es an etwa noch ferneren, unbeobachtbaren Himmelskörpern. Erst 1885 kam die Erleuchtung, und zwar einem jungen Psychologen in Leipzig, Ludwig Lange mit Namen. Es erinnert uns fast an das Ei des Kolumbus, wenn er erklärt, das für die newtonsche Mechanik erforderliche Bezugssystem und das zugehörige Zeitmaß sind vollkommen definiert durch den Zweck, den sie erfüllen sollen, nämlich die Grundlage für das newtonsche Bewegungsgesetz abzugeben. Der Experimentator suche ein Bezugssystem und suche ein Zeitmaß, welche dies leisten. Dann hat er ein richtiges Bezugssystem, ein richtiges Zeitmaß. Trifft die newtonsche Mechanik überhaupt zu, so muss sich ein solches System finden lassen. Da das galileische Trägheitsprinzip, demzufolge bei kräftefreier Bewegung die Koordinaten des Körpers lineare Funktionen der Zeit sind, ein Teil der newtonschen Mechanik bildet, nannte Lang solche geeignete Bezugssysteme Inertialsysteme, ein geeignetes Zeitmaß Inertialzeit. Beide Begriffe haben sich in der Wissenschaft erhalten. Für die Mechanik, die newtonsche Mechanik, hat Ludwig Lange das Problem der Raum- und Zeitmessung meines Erachtens vollständig entschieden. Die Inertialsysteme und die Inertialzeit beseitigen den gespenstischen Zug, der Newtons absolutem Raum und der absoluten Zeit anhaftete. Denn sie sind nicht mathematische Abstraktionen, die man irgendwie an Körpern anzubringen hat, sondern an und für sich erkennbare physikalische Realitäten, welche als solche auch physikalisch wirken. Die führen nämlich den freien Massenpunkt mit konstanter Geschwindigkeit auf gerader Bahn. Die Trägheit der Körper, von der die Mechanik spricht, wird hier Wirkung eines Führungsfeldes. Im Übrigen gibt es, das wusste Newton und eigentlich auch schon Galilei, mehr wie ein mechanisch berechtigtes Bezugssystem. Aus der Bewegungsgleichung folgt rein mathematisch, dass alle Bezugssysteme gleichberechtigt sind, welche sich gegen ein Inertialsystem ohne Drehung mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Wenn der Physiker von einer Geschwindigkeit spricht, so muss er infolgedessen stets angeben, welches dieser Inertialsysteme er dabei zugrunde liegt. Nur relativ zu einem solchen hat seine Angabe einen Sinn. Darin liegt das galileische Relativitätsprinzip, wie man es in unseren Tagen genannt hat. Von einem der danach gleichberechtigten Bezugssystems zum anderen führt eine Umrechnung der Koordinaten, eine Galilei-Transformation, in welche die Zeit eingeht. Aber die Zeit selbst bleibt untransformiert. Die Zeitmessung ist in diesem Sinne für die newtonsche Mechanik absolut. Geschwindigkeiten sind nach der Galilei-Transformation in verschiedenen Bezugssystemen nach Größe und Richtung oder wenigstens nach Größe oder Richtung verschieden. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts stellten nun aber zahlreiche Versuche mit stets wachsender Sicherheit das erstaunliche Ergebnis fest, dass es eine Geschwindigkeit gibt, die in allen Bezugssystemen denselben Betrag hat. Die Lichtgeschwindigkeit, klein c nennt man sie in der Regel, für den leeren Raum. Das vertrug sich nicht mit dem galileischen Relativitätsprinzip. Und doch ergab die Erfahrung auch für die optischen und elektromagnetischen Vorgänge ein Relativitätsprinzip. Im Verlauf ihrer jährlichen Bewegung um die Sonne nimmt die Erde recht verschiedene Geschwindigkeitsrichtungen an. Aber davon zeigen auch die genauesten optischen oder elektromagnetischen Messungen mit irdischen Lichtwellen und Apparaten keine Spur. Jene Experimente waren ein Suchen nach einem bevorzugten Bezugssystem, in welchem die Lichtgeschwindigkeit im Gegensatz zu allen anderen für alle Richtungen den gleichen Betrag haben sollte. Der Lichtäther, von dem in jenen Zeiten so viel die Rede war, war nichts anderes als der hypothetische, physikalisch-materielle Träger eines solchen Bezugssystems. Man hat jedoch kein solch hervorgehobenes Bezugssystem finden können. Dieses Dilemma bildete etwa 2 Jahrzehnte einen Schwerpunkt der physikalischen Forschung, wie man heute sagen würde. Der holländische Physiker und Nobelpreisträger Hendrik Antoon Lorentz war einer der Führer in diesem Streit. Er zeigte 1894 in einer berühmten Schrift, dass die von ihm und Joseph Larmor angegebene Fortbildung der Maxwell'schen Elektrodynamik ohne weiteres einen großen Teil jener Versuche deuten konnte, aber freilich nicht alle. Um alle einbeziehen zu können, erweiterte er 1904 diese Theorie durch Umgestaltung der newtonschen Mechanik in einer Weise, welche der Relativitätstheorie schon recht nahe kommt. Der Unterschied war, dass er auf jedes Relativitätsprinzip dabei verzichtete,
Man musste von Fall zu Fall neue Hypothesen hinzufügen, wenn man ein neues Gebiet der Physik seiner Theorie einordnen wollte. Bei Lorenz findet sich aber auch schon jener Ersatz für die Galilei-Transformation, welche nach ihm den Namen Lorentz-Transformation trägt und für die Relativitätstheorie grundlegend wurde. Bei ihm ist sie aber nicht mehr als eine Rechenregel, zweckmäßig für die Lösung gewisser physikalischer Probleme, deren Umfang zunächst nicht genau festgelegt war. Auf derselben Grundlage leistete auch der französische Mathematiker Henri Poincaré wertvolle Vorarbeit. Im Gegensatz zu Lorentz und Einstein und Poincaré postulierte Einstein von Anfang an ein Relativitätsprinzip. Das heißt die Gleichwertigkeit aller gegen ein Inertialsystem translatorisch bewegter Bezugssysteme. Sodann begann er mit einer Analyse des Begriffes gleichzeitig. In der gesamten älteren Physik hatte dieser als etwas Absolutes gegolten, wie es sich ja auch in Newtons Vorstellung einer absoluten Zeit widerspiegelt. Und die Newtonsche Mechanik war darin ganz konsequent. Sie nahm ja die Existenz starrer Körper an und mit einem solchen kann man Zeitsignale momentan, ohne jeden Zeitverlust, von einem zum anderen Ort übertragen. Tatsächlich gibt es keinen völlig starren Körper. Es war schon deswegen lange vor Einstein feststehende Praxis, dass man Zeitsignale optisch oder mittels des elektrischen Telegraphen übertrug, wobei die Laufzeiten solcher Signale unter irdischen Verhältnissen so kurz sind, dass man davon für viele Fälle ganz absehen kann. Für grundsätzliche Betrachtungen aber muss man auf sie achten, zumal sie sich nicht auf kleine Laufstrecken beschränken. Einstein definierte nun in Übereinstimmung mit der Praxis zwei Uhren, die im gleichen Inertialsystem im Abstand groß L ruhen, gehen synchron, wenn ein von der ersten bei der Zeigerstellung 0 ausgesandter Lichtsitz, die zweite bei der Zeigerstellung groß L dividiert durch klein c durch die Lichtgeschwindigkeit trifft. Er fragte weiter, welches ist das Kennzeichen, dass zwei Ereignisse gleichzeitig eintreten, und antwortet, wenn die an ihren Orten stehenden Uhren bei ihrem Eintreten dieselbe Zeigerstellung haben. Nun aber verlangt das Relativitätsprinzip, dass diese Kennzeichnung für alle Inertialsysteme gilt. Wenn sich nun ein solches gegen das erste mit der vorausgesetzten gleichförmigen Translationsgeschwindigkeit bewegt, so zeigt sich leicht, dass zwei in dem einen System gleichzeitige Ereignisse in dem anderen zu verschiedener Zeit, das heißt zu verschiedenen Zeigerstellungen der in Frage kommenden Uhren stattfinden. Der Begriff gleichzeitig gilt folglich nur noch relativ. Man muss noch angeben, welches Bezugssystem man dabei zugrunde liegt. Die Zeitmessung wird also jetzt etwas Relatives. Und das überträgt sich auch auf die Raummessung. Schon aus dem Grunde, dass die Länge eines bewegten Stabes sich aus den gleichzeitigen Ortsunterschieden seiner Enden bestimmt. Als Umrechnung, welche Raum- und Zeitmessung von einem zum anderen Bezugssystem transformiert, ergibt sich zusammen die erwähnte Lorentz-Transformation, welche im Gegensatz zu der ihr analogen Galilei-Transformation nicht nur die Raumkoordinaten umrechnet, sondern auch die Zeitgröße. Aber hier ist sie nicht mehr nur eine zweckmäßige Rechenregel, sondern ein alle Naturvorgänge bindendes Naturgesetz. Zeitmessung und Raummessung sind also hier miteinander gekoppelt. Die schönste Frucht dieses grundsätzlichen Fortschritts war das noch im gleichen Jahr 1905 veröffentlichte Gesetz von der Trägheit der Energie, ausgedrückt in der nur zu berühmt gewordenen Formel Energie gleich Masse mal Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Der Name Relativitätstheorie, den Einstein alsbald von anderen Autoren übernahm, hat oft zu dem Missverständnis geführt, als relativiere diese Theorie den physikalischen Tatbestand. Als mache sie abhängig von einem Standpunkt, den ein Beobachter willkürlich wählen kann. Besonders Planck hat sich gelegentlich scharf gegen diese Deutung gewandt. Zwar gibt die Theorie für verschiedene Bezugssysteme demselben Vorgang verschiedene Zeitdauer. Zwar ordnet sie den Abmessungen desselben Körpers für verschiedene Bezugssysteme verschiedene Zahlenwerte zu, ebenso seiner Energie, seinem Impuls, seiner Temperatur und so weiter.
Aber alle diese Zahlenwerte lassen sich vom einen zum anderen Bezugssystem eindeutig umrechnen, sind also im Grunde identisch. Hermann Minkowski, 1909 in noch jungen Jahren verstorbene Göttinger Mathematiker, führte deshalb statt der 3 Raum- und der Zeitkoordinate 4 Koordinaten eines vierdimensionalen Kontinuums ein, welches er die Welt nannte. Jedem Ereignis ist ein Weltpunkt zugeordnet. Will man wissen, wo und wann es sich in Bezug auf ein bestimmtes Bezugssystem abgespielt hat, so muss man durch dieses Kontinuum, dieses vierdimensionale Kontinuum, den im Bezugssystem entsprechenden dreidimensionalen Querschnitt legen. Die Koordinaten in ihm geben den Ort, die 4. Koordinate den gesuchten Zeitpunkt an. Die Beschreibung eines Vorgangs im Rahmen dieser Welt enthält also seine Beschreibung für jedes mögliche Bezugssystem. Der mathematische Vorteil, den die Darstellung der Naturvorgänge in der Welt bietet, beruht zudem auf einer weitgehenden Gleichberechtigung aller 4 Weltkoordinaten. Aber in einem Punkt versagt diese. Fragt man nach der Berechnung des Abstandes zweier Weltpunkte aus der Differenz ihrer 4 Koordinaten, so hat man zwar für die 3 räumlichen Koordinaten die Quadrate davon zu addieren, um das Quadrat des Abstandes zu erhalten, aber die Quadratdifferenz der Zeitkoordinaten ist zu subtrahieren. Es gilt also eine Abwandlung des pythagoreischen Lehrsatzes. Freilich ist der Unterschied gegen eine euklidische Geometrie im vierdimensionalen nicht sehr tief. Das Parallelenaxiom zum Beispiel gilt auch hier. Man spricht deswegen von einer pseudo-euklidischen Geometrie. Aber dieser mathematische Vorteil ist keineswegs das Wesentlichste an der Begriff der Minkowskischen Welt. Sie bekommt eine unmittelbare physikalische Realität, insofern die Funktion des Führungsfeldes auf sie übergeht. Sie ist es, die den freien Massenpunkt auf einer geraden Weltlinie führt. Und dies ist nur ein anderer Ausdruck dafür, dass eine Bahn im dreidimensionalen Raum eine Gerade ist, die mit konstanter Geschwindigkeit durchlaufen wird. Wirken aber Kräfte, so kommt es zwischen ihnen und dem Führungsfeld zum Kampf. Der Körper weicht von der geraden Weltlinie ab, das heißt, seine Bahn im dreidimensionalen krümmt sich, seine Geschwindigkeit wird veränderlich. Die spezielle Relativitätstheorie hat Tausende von Veröffentlichungen hervorgerufen. Zustimmende, begeisterte, aber auch schroff ablehnende. Noch als der Streit um sie am heftigsten war, ging Einstein an ihre Erweiterung. 2 Mängel veranlassten ihn dazu. Erstens der offensichtliche, dass diese Theorie nichts über die Gravitation, diese allgemeine Massenanziehung nach dem Newtonschen Gesetz aussagt. Zweitens aber fehlt in ihr als Gegenstück der Wirkung des Führungsfeldes auf die Körper die Rückwirkung der Körper auf das Führungsfeld, während wir doch sonst in der Physik zu jeder Wirkung eine Rückwirkung kennen. Von dem Unbehagen darüber getrieben, schuf Einstein in 7-jährigen Ringen von 1908 bis 1915 die allgemeine Relativitätstheorie. Als Ausgangspunkt wählte er das Gesetz von der Gleichheit der trägen und der schweren Masse. Der Begriff Masse kommt in der Newtonschen Physik zweimal vor. Erstens steht die Masse im Bewegungsgesetz als Maß des Widerstandes, welcher ein Körper der Beschleunigung durch eine Kraft entgegensetzt. Hier ist die träge Masse. Zweitens aber tritt sie im Newtonschen Anziehungsgesetz auf, insofern dies die Schwerkraft zwischen 2 Körpern zu ihren Massen proportional setzt. Dann ist die schwere Masse. Schon Galilei, später Newton und viele andere haben mit immer wachsender Genauigkeit experimentell bestätigt, dass beide Massen einander gleich sind. Aber in der Mechanik wurde diese Erkenntnis eigentlich nicht verankert. Das Gesetz der Identität beider Massen war für sie ein Anhängsel, ohne rechte innere Verflechtung. Sie hätte auch ohne dieses Gesetz bestehen können. Einstein hingegen machte es zu einem Grundpfeiler seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Die gesuchte Rückwirkung der Körper auf das Führungsfeld musste damit zusammenhängen. Dies war aber auch der einzige Leuchtturm, den die Erfahrung zur Erhellung des einzuschlagenden Weges darbot. Sonst war Einstein auf den Kompass der Mathematik angewiesen, der zwar einigermaßen für die Einhaltung der eingeschlagenen Richtung sorgen konnte, aber keineswegs zur eindeutigen Festlegung des Weges genügte. Einstein hat schließlich diesen Weg gefunden, nicht ohne gelegentliche Um- und Irrwege. Dass er überhaupt durchgekommen ist, ist nach meiner Ansicht seine größte Leistung.
Ein schweres Opfer musste er allerdings sogleich zu Anfang bringen, nämlich den Verzicht auf die euklidische Geometrie des dreidimensionalen Raumes und damit auf die pseudo-euklidische Geometrie der Minkowskischen Welt. Diese war zu starr, nicht biegsam genug, um den oben gestellten Anforderungen zu genügen. Einstein fand in der mathematischen Literatur schon Anfänge zu einer dreidimensionalen, nicht-euklidischen Geometrie. 1854 hatte Bernhard Riemann die Grundlagen gelegt, andere hatten sie ausgebaut. Trotzdem musste Einstein noch manches Mathematische selbst hinzufügen, ganz abgesehen von der Verallgemeinerung auf die 4 Weltdimensionen. Das Wesentliche an ihr lässt sich so beschreiben, dass in ihr der pythagoreische Lehrsatz nur noch im unendlich Kleinen gilt, aber nicht mehr allgemein. Es gibt entsprechend in ihr auch keine parallelen Geraden. Überhaupt wird der Begriff der Geraden ersetzt durch den der geodätischen Linie, welche als geradeste Verbindung zweier Punkte dem Begriff der euklidischen Geraden so nah wie hier möglich kommt. Bevorzugte Koordinatensysteme, die Inertialsystemen der speziellen Relativitätstheorie entsprechen, gibt es hier im Prinzip überhaupt nicht. Überhaupt haben die Koordinaten, die man zur Behandlung mathematischer Probleme nicht entbehren kann, keinerlei physikalische Bedeutung mehr. Sie entarten zu Namen für die Weltpunkte. Erst bei der Bestimmung des Abstandes zweier Weltpunkte treten diejenigen mathematischen Größen auf, welche die Geometrie kennzeichnen. Sie sind von Ort zu Ort veränderlich und darauf beruhen die Abweichungen von einer euklidischen oder pseudo-euklidischen Geometrie, aber auch die größere Anpassungsfähigkeit der nicht-euklidischen Riemannschen Geometrie. Den Zentralpunkt der allgemeinen Relativitätstheorie bilden nun die Einsteinschen Feldgleichungen, welche diese Abweichungen aus den in der Natur vorkommenden Massen und ihrer Bewegung zu berechnen gestatten. In ihnen drückt sich die gesuchte Rückwirkung der Körper auf das Führungsfeld aus. Aber in denselben Abweichungen sieht diese Theorie auch die Bestimmungsstücke des Schwerefeldes. Diese Doppelstellung verbirgt die Gleichheit von träger und schwerer Masse. Und nun kommt noch hinzu, diese Feldgleichungen enthalten auch die gesamte Mechanik. In Abweichung aller früheren Konzeptionen rechnen die Schwere nicht mehr zu den Kräften, die mit der Wirkung des Führungsfeldes in Konflikt kommen können, sondern ist nur ein Ausdruck dieser Führung selbst. Kräftefrei bewegt sich ein Körper, wenn er nur unter der Wirkung der Gravitation steht. Seine Weltlinie ist dann eine geodätische Linie. Zwei große und bisher nur äußerlich verkoppelte Gebiete der Physik, Gravitation und Mechanik, sind hier zu einer Einheit verschmolzen. Das bedeutet eine grandiose Vereinfachung der Grundlagen der Physik. Zugleich findet aber auch hier die Frage nach der sinngemäßen Raum- und Zeitmessung durch Angabe der Weltgeometrie ihre umfassendste Antwort. Darin sah Einstein selbst den eigentlichen Wert seiner Feldgleichungen. Aber hier ist doch noch zu fragen, ob denn kein sicheres Ergebnis der älteren Physik dabei geopfert wurde. Ist zum Beispiel nicht die spezielle Relativitätstheorie dadurch außer Kraft gesetzt, dass es nun keine bevorzugten Bezugssysteme mehr gibt? Ein Satz der nicht-euklidischen Geometrie besagt, dass man für jeden Punkt des betrachteten Kontinuums sogenannte geodätische Koordinaten einführen kann, welche in einem beschränkten Bereich um diesen mit guter Annäherung dieselbe Rolle spielen wie in der euklidischen Geometrie. Der nicht-euklidische Charakter jener Geometrie enthüllt sich eben erst bei Betrachtung größerer Bereiche, für welche geodätische Koordinaten nicht mehr jeden Zug tragen. Angewandt auf die Relativitätstheorie besagt dies, dass man in begrenzten Raum- und Zeitbereichen nach wie vor mit dem Inertialsystem der speziellen Relativitätstheorie operieren darf. Und die Grenzen sind hier nach aller Erfahrung so weit gesteckt, dass wir kaum mit ihnen je in der Physik in Konflikt kommen werden. Von jenen Abweichungen freilich, von der euklidischen Weltgeometrie, welche in der Nähe starker Gravitationszentren, zum Beispiel der Sonne, zu beobachten sind, haben wir dabei abgesehen. Aber einen neuen Zug haben die Inertialsysteme, welche die allgemeine Relativitätstheorie mit der genannten Einstellung bestehen lässt. Sie sind notwendig gravitationsfrei. Mathematisch gesprochen, man hat die Gravitation forttransformiert, indem man zu geodätischen Koordinaten überging.
Als Verwirklichung eines solchen Inertialsystems hat man zum Beispiel jenen von Einstein oft zitierten Aufzug zu betrachten, der sich von seiner Aufhängung gelöst hat und nun frei herunterfällt. Dass man in ihm keine Gravitationswirkung mehr bemerkt, ist keineswegs neu. In ihm sind die Bahnen eines freien Körpers und der Lichtstrahl genau gerade. Die ältere Physik ließ für Inertialsysteme schwere Wirkungen zu. Hier erfährt sie also durch die allgemeine Relativitätstheorie eine Korrektur. Das kopernikanische Bezugssystem, welches die Astronomie für die Theorie der Planetenbewegung benutzt, ist trotz der Geringfügigkeit der Änderungen, welche die allgemeine Relativitätstheorie an seiner Metrik vornimmt, kein Inertialsystem im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied gegen die Auffassung Ludwig Langes und aller älteren Physiker. Hingegen könne man sich ein Inertialsystem durch einen kleinen, selbstständig herumschwirrenden Meteoriten ohne merkliche eigene Schwerewirkung verkörpert denken. Die spezielle Relativitätstheorie kann mit ihrer Theorie der Raum- und Zeitmessung nur bestehen, wenn es keine Wirkung gibt, die sich im leeren Raum mit anderer Geschwindigkeit ausbreitet als das Licht. Denn sonst könnte man mittels dieser Wirkung die oben besprochenen Signale aussenden und damit eine andere Art der Gleichzeitigkeit definieren. Folglich muss auch die Gravitation, welche bei Newton als unvermittelte Fernwirkung behandelt wurde, sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das vermuteten die Astronomen schon lange vor der Relativitätstheorie, konnten aber niemals eine astronomische Beobachtung zur Stützung dieser Ansicht anführen. Die allgemeine Relativitätstheorie steht hier mit der speziellen in vollem Einklang. Denn aus den Einsteinschen Feldgleichungen lässt sich mathematisch ableiten, dass Gravitationswirkungen in zeitlich veränderlichen Feldern mit Lichtgeschwindigkeit fortschreiten. Für zeitlich unveränderliche Gravitationsfelder jedoch ergibt mathematische Untersuchung als gute Ernährung das Newtonsche Anziehungsgesetz. Deswegen auch gelten nach ihr in guter Ernährung die Keplerschen Gesetze für die Planetenbewegung. Nur für die nähere Umgebung der Sonne und jedes Körpers ähnlicher Masse kommen die erwähnten, von Schwarzschild aus den Feldgleichungen abgeleiteten Abweichungen der Weltgeometrie von der pseudo-euklidischen einigermaßen in Betracht. Dort haben jene drei Einstein-Effekte ihren Sitz, welche trotz ihrer Kleinheit starke Stützen für die allgemeine Relativitätstheorie liefern. Ich will mich hier kurz fassen. Ich meine ja nur die sogenannte Perihelbewegung bei Merkur, die Ablenkung des Lichtes an der Sonne und jene Rotverschiebung der Spektrallinien, wenn sie von der Sonne oder starken Gravitationszentren ausgesandt werden, die man schließlich bei den sogenannten weißen Zwergen, jenen Fixsternen normaler Masse, aber besonders kleinen Volumens, hat feststellen können. An allen diesen Beispielen sieht man, wie gering die Abweichungen der Weltgeometrie von der pseudo-euklidischen, selbst in der Nähe der größten Körper sind. Aber eine gewaltige Änderung unserer kosmologischen Vorstellungen steht zurzeit zur Diskussion. Solange man den dreidimensionalen Raum als euklidisch annahm, musste man ihm auch unendliche Ausdehnung zuschreiben. Den Grenzflächen widersprechen unserer a priori gesetzten Raumanschauung. Das hat etwas Unbefriedigendes, weil es jede Hoffnung raubt, einmal das Naturgeschehen als ein Ganzes zu erfassen. Es gibt dann kein solches Ganzes. Soweit wir unsere Erkenntnis auch ausdehnen mögen, hinter der jeweiligen Grenze liegt noch immer unendlich viel Unbekanntes. Hat nun aber die Minkowskische Welt und damit auch unser dreidimensionaler Raum nicht euklidische Geometrie, so besteht jedenfalls die Möglichkeit, diesen als einen in sich geschlossenen Raum zu denken, etwa als Kugelraum, der keine Grenzflächen und doch endliche Größe hat. Ich erinnere daran als Analogon, dass eine Kugelfläche auch keine Grenzlinien hat und dennoch nur eine endliche Flächeninhalt. Wie man in diesem Kugelraum sich auch bewegen mag, man kommt zum Ausgangspunkt zurück, wenn man nur weit genug geht. In der Tat lassen Einsteins Feldgleichungen diese Idee zu unter der Voraussetzung, dass alle Materie mit gleichförmiger Dichte überall hin verteilt ist. Eine solche Vorstellung stimmt zwar nicht genau, aber wenn wir einen hinreichend großen Maßstab anlegen, neben welchen selbst die Entfernungen zwischen benachbarten galaktischen Systemen klein erscheinen, so entspricht diese Vorstellung durchaus dem heutigen astronomischen Wissen. Einstein hat 1917 aufgrund seiner Feldgleichungen die Vorstellung eines geschlossenen Raumes von räumlich und zeitlich konstanter Krümmung entwickelt. Es hat sich jedoch dagegen das Bedenken erhoben, dass eine solche Verteilung der Materie instabil wäre.
Hingegen hat 1922 Friedmann, auch aufgrund der Einsteinschen Feldgleichungen, einen solchen Raum mit zeitlich zunehmendem Krümmungsradius angegeben. Und was damals als rein mathematische Spekulation erschien, erhielt höchstes physikalisches Interesse, als der kalifornische Astronom Hubble 1928 aus spektralen Beobachtungen der fernst erreichbaren Nebel schloss, dass sich diese alle von unserem Milchstraßensystem entfernen, mit umso größerer Geschwindigkeit, je weiter sie schon entfernt sind. Man kennt dabei Geschwindigkeiten bis zu 1/5 der Lichtgeschwindigkeit. Dies entsprach genau der Friedmannschen Theorie. Auch quantitativ hat sich die Erfahrung gut anpassen lassen. Man schließt zum Beispiel aus diesen astronomischen Beobachtungen auf ein Alter des heutigen Kosmos von 4,5 Milliarden Jahren, während radioaktive Forschung, die auf ganz anderer Grundlage beruht, dafür 4,3 Milliarden ergibt. Die Übereinstimmung ist in Anbetracht der immensen Extrapolationen, die bei beiden Schätzungen unvermeidlich sind, eine ausgezeichnete. Fassen wir alle zusammen. Raum- und Zeitanschauung sind eingeprägte Formen der menschlichen Anschauung, Eigenschaften unseres Erkenntnisvermögens, an denen keine Erfahrung etwas ändern kann. Raum- und Zeitmessung hingegen sind der Erfahrungswissenschaft, das heißt der Physik, zu entnehmen. Die lange Geschichte dieses Prozesses hat jüngst in der allgemeinen Relativitätstheorie einen Abschluss erreicht, über den hinauszugehen wohl zurzeit keine Möglichkeit vorliegt. Und das Verdienst an diesem immensen Fortschritt gebührt unzweifelhaft allein Albert Einstein.